Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Anastasia. Eine Nachricht aus meinem Herzen kommt zu dir. Oh, wir sind in einer so unwahrscheinlich wunderschönen Zeit, denn das Licht bringt alles hoch. Das überall wachsende Bewusstsein bringt immer mehr hervor. Das Licht in dir wächst. Das Verstehen in dir wächst, das Bewusstsein in dir wächst, die Frequenz in dir wächst und das zeigt das auf, was noch entlassen werden will, was gereinigt werden will, was verziehen werden will, was aus dem Feld herausgehen will. Es ist ein unvorstellbar positiver Prozess. Und wenn wir das wissen und uns das klar machen, dass jetzt im Moment die Dinge, die du an Schwierigkeiten hast, mit dir, mit deinen Gedanken, mit Menschen um dich herum, mit Lebenssituationen, mit Ängsten, mit etwas, wo du dich nicht traust, so zu sein, zu handeln, wie du weißt, dass es richtig ist, dann geht es jetzt darum zu sagen, okay, es ist so, wie es ist, aber es kommt jetzt darauf an, mehr und mehr diese Dinge, die dich zurückhalten, zu entlassen. Und je mehr wir uns erlauben, authentisch, klar, pur, ehrlich, echt zu sein, das Durcharbeiten, was uns zurückhält, klein hält, Angst macht, entlassen, purifying, wie ich das immer so schön sage, reinigen, umso mehr kommt das eigentliche Wesen, was du wirklich bist, was unten drunter ist, frei, was immer schon vollkommen ist. Wir sind ja die Rolle nicht, die wir hier spielen. Je mehr sind wir in der Lage, das Leben zu erkennen als einen Traum, ja, so ist das tatsächlich, den wir aus unserer Vollkommenheit heraus in uns als ein kleineres Bewusstsein spielen. Wir können dann anfangen, mehr und mehr Betrachter der Situation und unseres eigenen Lebens und unseres eigenen Rollenspiels werden. Und je mehr wir anfangen, Betrachter der Dinge zu werden, umso bewusster können wir wählen, verändern, schneller auch verändern und sehen, dass in der Betrachterrolle, wenn wir in die hineingehen und dort unsere Identifikation fühlen, anstatt in der spielenden Rolle, ja, wie beispielsweise jetzt bei mir. Katharina Käsbach ist meine spielende Rolle, Anastasia ist der Betrachter. Anastasia ist mein multidimensionaler Anteil, den ich eben von innen bekommen habe, so zu nennen. Ja, und wenn ich das einfach anfange anzuschauen aus der Perspektive, sehe ich, dass ich pure Liebe bin. Und dass jeder, der da im Traum rumspielt und mitspielt mit mir und anderen, pure Liebe ist und eben diese Rolle hat, mit der er die Limitierungen spielt. Schließ mal deine Augen in diesem Moment und ich führe dich ein Stück weit in diese Perspektive hinein in deinem Leben und du wirst sofort spüren, was das anders ist. Ja, fühle deinen Körper und fühle dein Gewicht. Und jetzt schau mal auf dein Leben wie auf eine Leinwand. Das kann ja eine ganz lange Leinwand sein. Ganz am Anfang der Leinwand, ganz auf der linken Seite ist vielleicht die Geburt. Und direkt vor dir, jetzt in der Mitte, ist der Punkt, wo du jetzt bist. Und du kannst sogar auf dieser Leinwand nach vorne gucken. Bis zu dem Punkt, wo du den Körper wieder verlässt, zum Beispiel. Und sehe jetzt mal die Ereignisse, die du in dieser sogenannten Erdenrealität siehst, als Reflexion in deiner Rolle. Und schau dir das jetzt mal von außen an. Alles spielt auf der Leinwand. Und fühl mal, wie
während du jetzt in diese Position des Betrachters hineinrutscht, erstens mal hier nichts krank ist, nichts fehlt, du pure Liebe bist, mit allem verbunden bist, alles bist, was du je sein wolltest. Fühl mal diese wahnsinnige Entspannung. Und dann schau mal auf deine Rolle. Ist, was hast du für ein Verhältnis zu dieser Rolle? Warum erlebt sie, was sie gerade erlebt? Und was würdest du gerne erleben? Was meinst du aus dieser Perspektive des Betrachters muss Hass nicht verstehen können, Ärger, Kriege, Ängste, muss das sein? Musst du das da spielen? Willst du es spielen? Mangel? Schau, wenn du aus der Betrachterrolle schaust, stell dir vor, diese Rolle, die du spielst im Leben, die würde mehr mit deiner Betrachterrolle jetzt kommunizieren. Was würde denn da passieren? Stell dir vor, sie wäre offen dafür, für das, was deine Perspektive jetzt ist aus der Betrachterrolle, wo du alles ändern kannst. Mhm. Was wäre, wenn du dich jetzt entscheidest, alles, was in dir, in der Rolle ist, was andere Menschen hasst oder sich selber klein fühlt oder machtlos fühlt, jetzt entlässt in der Rolle. Sieh mal deine gesamte Perspektive von Leben auf der Rolle aus der Betrachterperspektive. Und dann frage ich dich, ist das deine bewusst gewählte Realität? Möchtest du die haben? Oder spielst du die, weil andere dir die vorgespielt haben und gesagt haben, das wäre sie? In der Rolle? Was willst du? Und ändere es. Du kannst es, wenn du die Perspektive wechselst und in den Betrachter gehst. Hier im Betrachter deiner Rolle findest du wirklich dich. Mit der Rolle machst du eine Bewusstseinserfahrung in einem Traum von Leben. Ich frage dich aus der Betrachterrolle, was interessiert dich an Schwierigkeiten festzuhängen in deinem Rollendasein, in deinem Leben? Wenn du so weit bist, kannst du Arme und Beine bewegen und hier wieder bewusst ankommen.
Bewusstsein ist Perspektive und das Bewusstsein kann ständig gewandelt werden. Wenn wir dem Bewusstsein von Angst folgen, egal an welcher Stelle, dann manifestieren wir die Angst. Mhm. Angst ist nicht reell. Du kannst dich für immer und ewig gegen die Angst entscheiden. Das heißt nicht, dass die Angst nicht in großen Tönen auf dich zukommt und dir erzählt von oben bis unten, was alles Katastrophales passiert und da ist und dich abhält. Aber die Frage ist, ob ich dem höre, zuhöre und ob ich mich von dem führen lasse oder ob ich es einfach durch mich durchziehen lasse, wie Wolken, wie Gewitterwolken. 2022 führte mich ja meine innere Stimme in einen Darkroom. Und ich schaue, dass ich dir das Video hier dazu verlinke, zu dem Experience, was ich hatte im Darkroom. 5 Tage und Nächte im Darkroom. Und als ich das hörte, ja, das war 3 Tage, bevor ich da reingegangen bin, war das für meinen Verstand klar, ja, das ist zum einen wird es genutzt, um im Gefängnis Menschen verrückt zu machen. Dann ist es so, dass man sowas nicht alleine machen kann. Eigentlich braucht man dazu einen Guide, der das betreut, falls es alle möglichen Schwierigkeiten gibt. Und ich hörte also von innen, ich soll das während Covid machen, hier bei uns im Dschungel, weil das ist gleich in der Nähe. Der einzige Darkroom bei uns hier ist gleich in der Nähe im Dschungel. Und ich bin da hingefahren mit meinem Mann, nachdem ich es gerade erfahren habe und habe gesehen, ja, wie das aussieht. Es ist wirklich ein total absolut perfekt abgeschlossener Raum, sodass da absolut kein Licht reinkommt. Es gibt so einen Ventilator, den man Luft nach innen oder Luft rausziehen lassen kann. Den kann man umschalten, aber es ist auch da, egal wie viele Stunden man drin ist, es gibt nichts an Licht, was reinkommt. Du kannst nicht, weißt nicht, ob die Augen zu sind oder offen sind. Und das ist ein Wasserbehälter drinnen, es ist eine Toilette drinnen, es ist eine Waschmöglichkeit drin, Duschmöglichkeit drin, ein kleines Bett drinnen. Und es ist so eine Vorrichtung drinnen, so dass man von außen Essen reingeben kann, ohne dass irgendein Licht reinfällt. Und dann kann man von innen das hochziehen, so eine Holzverschalung, und dann kann man sich das Essen reinholen. Und drinnen gibt es noch einen kleinen Tisch und einen kleinen Stuhl. Und that's it. Und da war ich für dann 5 Tage und Nächte drinnen. Aber eben bevor ich da reingegangen bin, weil war das natürlich gefundenes Fressen für meinen Verstand. Also im Prinzip habe ich mich schon längst durch die Angst hindurchgearbeitet und keine Angst mehr. Aber da hat er was gefunden, wo er mir dann Angst machen konnte, also mir zumindest versucht hat, Angst zu machen. Und wie der Verstand dann funktioniert, der redet, also mir hat er einen Tag, 1,5 Tage und die Nacht dazu, hat er also von morgens bis abends die Hucke voll geredet, wie schlimm das ist, was da alles passieren kann, wie katastrophal es ist, dass das nicht geht, dass ich das nicht alleine kann und so weiter. Und ich habe immer gesagt, ja, 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 ist okay, ja, musst du ja. Mhm, okay. Ich stand da mittendrin, so, oh, es hat natürlich gezittert und hat natürlich gemacht und getan, aber ich habe ja die Erfahrung gehabt, nicht auf die Angst einzugehen und dann irgendwann hört sie auf. Und so war es dann auch nach 1,5 Tagen, hat er noch das letzte Bild gebracht, wenn die Türe aufmachen von dem Darkroom, liege ich tot im Bett. Und ich sagte, ja, danke, Verstand. Ich habe es jetzt gehört. Und dann hat er aufgehört. Und dann hatte ich auch überhaupt keine Angst mehr. Nicht eine Sekunde, die ganze Zeit nicht. Das war erledigt. Er hat gemerkt, und die Angst funktioniert, die kennt dich sehr gut, die geht durch alle Trigger Points auf allen Ebenen, die du nur zur Verfügung hast, und versucht dich von der Sache abzuhalten, die du tatsächlich machen willst und die in Alignment, in Übereinstimmung ist. Weil über die Angst funktioniert die Manipulation, absolut nicht deinen Weg gehen zu können und dein großes, wissendes Wesen leben zu können. Und wenn ich nicht lerne, hier als Mensch zu erkennen, dass die Angst wirklich das absolute Mittel ist,
um mich aus der Kraft zu halten und es auf keinen Fall darauf ankommt, auch nur einen Millimeter der Angst zu folgen. Ja, wenn ich das noch nicht erkannt habe, dann bin ich eben gefangen in einer Matrix, die einem vorgaukelt, dass es ein mühseliges Leben wäre. Dem Moment, wo ich da durchkomme, sehe ich alles Quatsch. Und in diesem Darkroom habe ich wirklich die Erfahrung gemacht von meinen tatsächlichen ähm, Fähigkeiten, auch von meinen hellsichtigen Fähigkeiten, weil also das Einzige, was ich nicht erfahren habe, ist Darkness, wirklich Dunkelheit, sondern alles andere. Ich konnte die Leute beobachten, ich konnte dadurch die Zeit beibehalten. Ich habe Christian beobachtet, was er getan hat und konnte dann nach 5 Tagen dort sagen, ich komme jetzt raus, wie ich das auch vorhatte. Und das in der Dunkelheit aufschreiben. Wir haben etwas in uns, dass wir ein Licht, ich konnte ein Licht in mir anzünden und ich habe im Raum gesehen, ohne Augen. Ja, über die inneren Fähigkeiten. Also, das ist der sechste Sinn, der ist in der Lage, über alle anderen Sinne drüber hinaus zu gehen, zum Beispiel. Und ich habe mich nirgendwo natürlich angeschlossen, angestoßen. Und ich hatte sogar meine Periode da drinnen, in diesem Darkroom, was also besonderes Bewusstsein bedurfte, dass nicht Blut überall hinkommt. Und das ging alles, da war nichts zu sehen nachher, als ich rauskam und das Licht wieder reinkam in den Raum. Also der Punkt ist, wir sind zu ganz anderen Sachen in der Lage und die Basis, irgendwie Fähigkeiten in Gang zu setzen von uns, ist einfach durch zwei entscheidende Punkte komplett vernagelt. Und auf die kommt es jetzt in dieser Zeit an, klar vorzugehen. Das eine ist Angst. Angst vor egal was, allem, was der Verstand eben dir womit er dir Angst machen kann. Nichts ist zum Hinhören. Absolut nichts. Punkt 2 ist, der völlig vernagelt ist, sich selbst nicht zu vertrauen. Sich schlussendlich selbst nicht glauben zu können, Angst vor Verurteilung und Beurteilung von anderen Leuten von außen. 2 Punkte, die gelöst werden müssen. Jetzt. Die in deinem Leben oh, der Luftballon findet das auch. Also ich meine, der Computer findet das auch. Der macht immer wieder Sachen. Geht auf meine Energien. Genau. Aber das ist wirklich profound. Das ist absolut wesentlich, dass du das veränderst. Dass du aufhörst, auf die Angst zu gehen. Lerne durch die Angst zu gehen. Gehe durch und sehe, was passiert, wenn du durchgehst. Am 8. Juni startet mein neuester Kurs. Ähm, Grenzenlosen Segen aktivieren. Und dort gibt es nochmal ausführlich Techniken, durch die Angst hindurch zu gehen. Und das andere ist also wirklich an dem Punkt, und der ist auch in diesem Kurs Thema, ganz zentral, wirklich in die Verbindung zu kommen und wirklich dich restlos dafür zu entscheiden, deinem inneren Gefühl von richtig und falsch zu vertrauen und in die Verbindung darüber zu kommen und jegliche Elemente von Verab wie sagt man, Verleugnung von dir selbst aus deinem Feld restlos herauszureinigen. Das geht absolut nicht, dass du dich selbst verleugnest als das Zentrum in deinem Leben und als das Zentrum aller Schöpfung. Wo du dich selbst verleugnest, verleugnest du alle Schöpfung. Das muss dir klar sein. Ja, es ist alles an dir und das ist dein Innenprozess. Und je nachdem, wo du im Bewusstsein stehst, bist du weiter oder näher dran, dass sich gigantisch alles ändert in deinem Leben, alles Alte wirklich verschwindet und du den Segen, der du bist, in der Lage bist, restlos in deinem Leben zu leben. Und ich freue mich, dich das nächste Mal wiederzusehen hier auf YouTube. Ich freue mich über deinen Daumen hoch. Ich freue mich, von dir zu lesen, hier in den Kommentaren zu dem, was du zu dem sagst, was ich da erzähle. Und ich freue mich, wenn du noch nicht Kanal abonniert hast, wenn du das tust. Und ich freue mich auch sehr, wenn du das Video weiter verteilst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.